Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir einmal bei dem BMW E60 die Ansaugbrücke ausbauen, reinigen und wieder einbauen, weil wir hier die Glühkerzen prüfen wollen und deswegen in Verbindung die Ansaugbrücke sowieso ausbauen wollen. Und deswegen dachte ich mir, liefern wir euch mal ein Tutorial, wie man die Ansaugbrücke aus- und einbaut. Wir werden die Ansaugbrücke auch reinigen und neue Dichtungen reinmachen. Wir bieten nämlich jetzt auch an, die Ansaugbrücken und Ansaugkanäle Reinigungen an. Gerne könnt ihr eine E-Mail an kstudio@gmx.net einen Fahrzeugschein zuschicken mit eurer Anfrage, wie teuer, wie, wo, was. Alle eure Fragen einfach an die E-Mail schicken und dann wird das Ganze erledigt. Und ansonsten, ja, E60, E61 im Prinzip natürlich gleich halt der Kombi oder nicht. Die 3-Liter-Maschine und ja, ich würde sagen, Kauflinks unten in der Videobeschreibung, die Dichtungen. Ja, damit wir die Ansaugbrücke ausbauen können, muss hier das Ganze einmal ab, die Innenraumfilterkästen, Wasserablauf. Da bauen wir das Ganze jetzt einmal aus. Da benötigt ihr 13er. Einmal zur Seite drehen mit einem Schraubenzieher. Das einmal abmachen. Und das kann auch alles einmal ab. Könnt ihr besser zugucken. Den Stecker einmal ab. Und dann kriegen wir das Ganze hier auch raus. Anschließend benötigt ihr einen 25er Torx. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längerem zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor. Wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau. Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Das Ganze einmal zur Seite schieben, hier einmal den Pin hochdrücken. Und dann könnt ihr das Ganze einmal zur Seite schieben. Dann befinden sich hier auch nochmal 2, beziehungsweise 3, glaube ich, Kunststoffklammern, zeige ich euch gleich. Aber erst muss die andere Seite ab, den hier auch. Einmal lösen, aber nicht rund drehen. Und das kommt hier auch raus. Hier genau dasselbe. Kappe, die Klammer. Mit einem 13er das Ganze nur einmal eine halbe Umdrehung machen. Ich zeige euch das einmal. Die können sich nämlich nicht komplett drehen, sondern eine Viertelumdrehung ist das.
Ja, eine Viertelumdrehung. Und hier das Ganze auch. Das ist so eine Viertelumdrehung, ja. Ihr spürt dann schon Widerstand. Die komplette Strebe machen wir jetzt auch ab. Nehmen wir einen 45er Torx. Und mit einem 5er Torx schrauben wir die ganzen Schrauben einmal ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und anschließend hier die zwei für die letzte Verkleidung. Mit einer 7er Nuss einmal die Schelle fürs AGR. Mit einem Schraubenzieher den Ladedruckschlauch zur Seite. Den Unterdruckschlauch fürs AGR-Ventil. Unterdruckschlauch einmal ab. So, vom Ölpeilstab die 10er Schraube. Und einmal den Stecker von dem von dem Saugrohr-Drucksensor. Und jetzt können wir anfangen, die ganzen 13er Schrauben jeweils hier abzuschrauben und die ganzen 10er von oben. Also es handelt sich hierbei um 11er. Also hier sind 11er. Wir lösen das jetzt alles einmal.
Und so kann das Ganze dann einmal aussehen. Wir haben das Ganze jetzt auch einmal sauber gemacht, neue Dichtungen reingemacht. Wir bieten jetzt auch für Kunden Ansaugbrücken, Reinigung an. Könnt euch natürlich gerne, unten ist eine E-Mail, carstudio@gmx.net, da könnt ihr euch gerne melden und dann kriegt ihr ein Angebot. So, Ansaugbrücke sauber, Drosselklappe sauber, AGR sauber und die Ansaugkanäle waren sauber, wir mussten die nicht strahlen. Ansaugkanäle bieten wir auch übrigens an. Und dann können wir jetzt die Ansaugbrücke wieder einbauen. Wir machen das Ganze im Speed-Modus, weil das jetzt hier bei der Einbauen im Prinzip dasselbe nur rückwärts ist.
Ja Leute, so schnell und so einfach kann man die Ansaugbrücke aus- und einbauen. Neue Dichtungen reinmachen. Achte darauf, es gibt da, das ist das Facelift-Modell, da gibt es keine Drallklappen. Das Vor-Facelift-Modell hat solche Drallklappen und da ist es etwas schwieriger, das Ganze abzudichten, beziehungsweise man kann da Stopfen reinmachen, müsst ihr aber dann Software machen, was nicht legal erlaubt ist, sage ich jetzt mal, und das Reinigen etwas schwieriger ist, aber das wäre jetzt quasi ein Tutorial, Ansaugbrücke aus- und einbauen. Deswegen, es gibt da kleine Unterschiede von Facelift zu Vor-Facelift. Das ist das Facelift-Modell und sobald ein Vor-Facelift da ist, machen wir das Ganze auch. Ja, und ansonsten, wenn ihr Bock habt auf so eine Reinigung, sämtliche BMW-Modelle, jetzt nicht nur unbedingt der E60, sämtliche BMW-Modelle könnt ihr euch gerne melden. Unten ist eine E-Mail, carstudio@gmx.net. Da könnt ihr gerne einen Fahrzeugschein zuschicken und hinten natürlich schreiben, was ihr für ein Angebot haben wollt. Ja, ich würde sagen, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung, die Dichtungen und ja, wenn ihr Werkzeug benötigt, XXL Automotive unten mit dem Rabattcode VITJAWOLF. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.